Deutschland steigt aus. Und das aus der Kohle und der Kernkraft gleichzeitig. Dafür bauen wir jetzt aber ja ganz viele Erneuerbare, was erstmal natürlich toll ist, aber tatsächlich macht uns das ja extrem abhängig von Wind und Wetter. Müssen wir also die Dunkelflaute fürchten? Wir haben uns gefragt, sind Deutschlands Zukunftspläne für den Stromsektor sinnvoll? War der Atomausstieg ein Fehler und wie können wir mit den Launen von Wind und Sonne umgehen? Genau das fassen wir jetzt mal ganz einfach für euch zusammen. Egal was passiert, eine Regel gilt immer. Es muss immer so viel Strom produziert werden, wie gerade verbraucht wird. Aber der Verbrauch schwankt. Klar, wenn ich jetzt mein Handy einstecke oder wir das Licht hier im Studio heller machen, dann packt das Netz das noch, ohne dass irgendwo ein großes Kraftwerk anspringt. Aber irgendwann muss nachjustiert werden. Bei kleinen Schwankungen springen erstmal Speicher ein. Viele denken da an Pumpspeicherkraftwerke, aber es sind vor allem Batterien, die bei einem kurzfristigen Ungleichgewicht unser Stromnetz stabilisieren. Pumpspeicherkraftwerke brauchen ein paar Minuten, bis sie die volle Power liefern können. Und sie können auch nicht überall gebaut werden. Deshalb sind Batterien hier der große Hoffnungsträger. Sie haben zwar, Stand jetzt, noch weniger Kapazität als Pumpspeicherkraftwerke, stellen aber schon heute insgesamt mehr Leistung zur Verfügung. Okay, für kleine, kurzfristige Schwankungen gibt es also Lösungen. Für die Energiewende brauchen wir aber noch viel mehr solcher Speicher und dazu kommen wir auch gleich nochmal. Jetzt gibt es aber nicht nur Schwankungen innerhalb von Sekunden oder Minuten, sondern auch im Verlaufe eines Tages. Wie viele Menschen kommen wann nach Hause? Wann ist Halbzeit im Champions-League-Finale? Und welche Jahreszeit ist eigentlich gerade? All das spielt dabei eine Rolle. Und das Ergebnis ist dann eine Kurve, die so aussehen kann. Oder so. Oder so. Auch diese Schwankungen müssen ja in der Einspeisung ausgeglichen werden. Das war früher leichter mit einem hohen Anteil an fossilen Kraftwerken. Dieser niedrigste Punkt der Kurve, meistens so 35 bis 40 Gigawatt, das ist die Grundlast. Also die Strommenge, die zu jedem Zeitpunkt mindestens gebraucht wird. Um diesen Verbrauch zu decken, gab es früher Grundlastkraftwerke, die den ganzen Tag liefen. Zum Beispiel Atom- oder Kohlekraftwerke. Und für die Schwankungen wurden dann Pumpspeicher oder Gaskraftwerke angeworfen. Jetzt kommen aber diese nervigen Erneuerbaren dazu, die so zuverlässig sind wie das Wetter eben. Weil Wind und Solar so günstig sind, werden die Erneuerbaren vorrangig eingespeist. Viele Expertinnen und Experten halten das Konzept der Grundlast deshalb schon länger für einfach nicht mehr zeitgemäß. Diese fehlende Strommenge, also der Gesamtverbrauch abzüglich Wind und Solar, das ist die sogenannte Residuallast. Übers Jahr verteilt ergänzen sich Wind und Sonne ganz gut. Im Tagesverlauf ist die Residuallast aber nicht gleichmäßig verteilt. Vor allem in sonnigen Gebieten entsteht deshalb über den Tag eine sogenannte Duck Curve oder auch Entenkurve. Für Kalifornien sieht die so aus. Mit dem Zubau an Solaranlagen wird der Bauch der Ente, also dieser mittlere Teil, jedes Jahr größer und kann sogar tatsächlich unter Null gehen. Das heißt, zu manchen Zeitpunkten wird mehr Solarstrom produziert, als insgesamt an Strom nachgefragt wird. Den Überschuss müssen wir irgendwie loswerden, um die Netze nicht zu überlasten. Dafür müssen entweder die Kraftwerke gedrosselt werden oder, natürlich die bessere Option, der Überschuss muss irgendwo gespeichert werden. Und an den Lastspitzen morgens und abends ändert sich trotzdem nicht viel. Deshalb können wir nicht einfach ein Atomkraftwerk durchlaufen lassen, sondern brauchen flexible Kraftwerke. Das können fossile Energien sein, aber auch flexible Erneuerbare, wie zum Beispiel Biomassekraftwerke. Die laufen übrigens aktuell oft den ganzen Tag durch, obwohl sie eigentlich auch flexibel dann genutzt werden könnten, wenn es besonders eng ist. Okay, zurück zu dieser Kurve hier. Was zeigt die uns? Dass es nichts bringt, Solarenergie auszubauen, weil wir nie den ganzen Tag genug Erneuerbare haben? Nein, das natürlich nicht. Sie zeigt uns aber, was uns erwartet. Und das auch hier in Deutschland. Unsere Duck Curve sieht zum Beispiel so aus. Also, wie füllen wir diese Lücken hier? Oder anders, wie vermeiden wir Stromausfall bei Dunkelflaute? Die Regierung setzt auf Gaskraftwerke. Laut einer Pressemitteilung des BMWK beinhaltet die geplante Kraftwerksstrategie, dass neue Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von 10 Gigawatt ausgeschrieben werden sollen. Wir wollen also mehr Erneuerbare und bauen dafür Gaskraftwerke?
Naja, die Kraftwerke sind erstens ziemlich flexibel, können also verhältnismäßig schnell hoch und herunter gefahren werden und so die Endenkurve glätten. Und zweitens sollen die Kraftwerke ab einem Zeitpunkt zwischen 2035 und 2040 von Gas auf Wasserstoff umgestellt werden, sodass sie dann auch klimaneutral betrieben werden können. Mehrere Punkte dazu. Also, erster Punkt, nach den ursprünglichen Plänen sollte mehr als doppelt so viel Leistung ausgeschrieben werden. Die Bundesregierung hat vor 2 Jahren selbst von einem Bedarf von 17 bis 21 Gigawatt gesprochen und das ist tendenziell noch unterschätzt. Dafür war dann aber nicht genug Geld da, deshalb sind es jetzt erstmal nur 10 Gigawatt geworden. Das heißt aber auch, wenn man diese 10 Gigawatt erstmal baut, macht man schon mal nichts falsch. Es müsste halt deutlich mehr sein. Zweiter Punkt, wie leicht die Kraftwerke auf Wasserstoff umgestellt werden können, ist noch gar nicht klar. Es ist auch noch ziemlich ungewiss, ob genug grüner Wasserstoff verfügbar sein wird und ob die Infrastruktur bis dahin steht. Die Energieökonomin Claudia Kempfert ordnet es sogar als Greenwashing ein, wenn Gaskraftwerke als Wasserstoffkraftwerke beworben werden. Und, hat sie irgendwie recht, ne? Über die Kritik hinaus gibt es auch noch ein paar offene Fragen. Zum Beispiel, wer würde gerne ein Kraftwerk bauen, das möglichst wenig laufen soll? Wir brauchen hier also ein neues Modell, das die privaten Betreiber dafür belohnt, diese Kraftwerke zu betreiben. Und auch die Frage, wie die restliche Stromlücke geschlossen werden soll, bleibt im Moment noch offen. Wie groß die sein wird, ist aber nicht nur von den neuen Kraftwerken abhängig, sondern auch von anderen Strategien. Die neuen Gaskraftwerke sind nicht die einzige Antwort auf die Frage, woher unser Strom in Zukunft kommt. Um die Zeiten zu überbrücken, in denen Wind und Solar nicht genug liefern, müssen wir auch Stromspeicher einsetzen. Und damit kommen wir zur neuen Speicherstrategie der Regierung. Die beschäftigt sich auch mit Pumpspeicherkraftwerken, aber vor allem mit Batteriespeichern, also mit der kurzfristigen Speicherung über einige Stunden. Was Batteriespeicher angeht, läuft es übrigens gerade ganz gut. In Deutschland gibt es zum Beispiel schon über 1 Million Heimspeicher. Die Zahl hat gerade im letzten Jahr richtig angezogen. Mittlerweile haben die Heimspeicher in Deutschland schon eine Kapazität von über 11 Gigawattstunden. Aber es muss auch noch einiges passieren. Das Fraunhofer ISE rechnet damit, dass wir 2030 etwa 100 Gigawattstunden brauchen. Das klingt erstmal nach sehr viel, ist aber nur ungefähr so viel, wie schon heute in E-Autos und Hybriden in Deutschland verbaut ist. Genau die könnten uns übrigens auch in Zukunft noch weiterhelfen. Denn jede E-Auto-Batterie könnte einen Haushalt mehrere Tage versorgen, wenn sie Strom auch wieder abgeben könnte. Viele der Weichen für dieses sogenannte bidirektionale Laden wurden mittlerweile gestellt. Laut Verkehrsministerium soll es schon ab nächstem Jahr erste Lösungen geben, um den eigenen Haushalt mit Strom zu versorgen. Und ab 2028 sollen E-Autos sogar Strom direkt ans Netz abgeben können, was ziemlich cool wäre. Das Ganze dauert also noch etwas, ist aber auf dem Weg. Aber es ist auch nicht zu unterschätzen, wie flexibel E-Autos als Verbraucher heute schon sein könnten. Wenn alle Autos einer Straße um 19 Uhr angeschlossen werden, dann kommt das alles noch auf die Lastspitze am Abend obendrauf. Das ist nicht so gut. Aber die meisten Autos müssen ja erst am nächsten Morgen fertig geladen sein. Deswegen ist es viel schlauer, die Leistung zeitlich zu verteilen. Und das passt dann den Verbrauch an das Angebot an. Und noch viel besser, wenn der Strom gerade zu viel ist, dann ist er ja auch günstig. Teilweise sind die Preise sogar negativ. Das heißt, du kannst sogar dafür bezahlt werden, wenn du mittags dein E-Auto lädst oder die Waschmaschine anschmeißt. Und um das zu demonstrieren, gehen wir mal kurz auf meine Dachterrasse. Ich bin vor kurzem umgezogen und das hat es mir erlaubt, wieder ganz viele Projekte zu starten, die ich schon länger mal starten wollte. Zum Beispiel habe ich mir natürlich sofort wieder Tipper geholt, um einen dynamischen Stromtarif zu haben. Aber zum anderen habe ich jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal ein Balkonkraftwerk, eine Solaranlage, wenn man so will. Und die kann man tatsächlich in der Tipper-App integrieren, wenn man den richtigen Mikrowechselrichter hat. Und das Coole daran ist, ich kann dann in der App alles direkt zusammen sehen. Ich kann sehen, wie viel kostet der Strom gerade an der Börse. Und ich zahle ja wirklich nur den Börsenstrompreis, was richtig cool ist. Und zum anderen kann ich sehen, wie viel Strom ich gerade selber erzeuge. Und ich kann zum Beispiel auch Strom zwischenspeichern, wenn man Akkus hat. Und dann hat man quasi die Energiewende bei sich zu Hause in klein, was richtig cool ist. Und damit erzeugt man grünen Strom. Und wenn man dann doch mal auf das Stromnetz zugreifen sollte, dann sieht man auch direkt, wann der Strom günstig und besonders grün ist. Mit der Tipper-App. Wenn ihr das auch ausprobieren wollt, dann geht einfach auf Tipper und gebt mir den Code Watson an, dass ihr von uns kommt. Und dann bekommt ihr auch 50 € Rabatt, zum Beispiel für den Tipper Pulse. Und den braucht ihr tatsächlich auch, um das bei euch mit dem dynamischen Stromtarif hinzubekommen. Ich bin tatsächlich sehr großer Fan davon und bin schon richtig gespannt darauf, wie viel ich damit jetzt in der nächsten Zeit einsparen werde. Okay, über eine Sache müssen wir aber noch sprechen.
Viele meinen, dass Deutschlands Ausstieg aus der Kernkraft ein großer Fehler war und wir uns damit von unseren Nachbarländern, besonders von Frankreich, abhängig machen. Stimmt das? 2023 hat Deutschland netto 11,7 Terawattstunden importiert. Verbraucht wurden aber 517 Terawattstunden. Unterm Strich kommen also etwa 2% unseres Stroms aus dem Ausland. Und davon ist nur ein Viertel Atomstrom, während die Hälfte aus Erneuerbaren stammt. Aber in Frankreich ist die Situation tatsächlich besonders. Dort werden zwar etwa 2/3 des Stromverbrauchs mit Kernenergie gedeckt, der höchste Wert weltweit, aber in den letzten Jahren standen dort viele der Meiler zeitweise still. Zum Beispiel wegen des Mangels an Kühlwasser oder wegen Reparaturen. Und global sinkt der Anteil der Kernenergie im Strommix von einst 17% 1996 auf unter 10% heute. Die Atomgroßprojekte der letzten Jahre waren einfach deutlich teurer als geplant. Und viele der neuen Kraftwerkskonzepte, von denen es sehr coole gibt, sind noch nicht einmal als Demo-Projekte umgesetzt worden und dementsprechend noch sehr weit entfernt von einer kommerziellen Umsetzung. Das heißt, für Deutschland ist der Zug einfach abgefahren. Bis wir jetzt neue AKWs geplant, zugelassen in Deutschland und dann auch noch gebaut haben, haben wir die Energiewende auch schon ohne sie geschafft. Ob der Atomausstieg zu genau diesem Zeitpunkt richtig war, darüber kann man streiten, darüber sollte man auch streiten, aber das ist jetzt geschehen. Für andere Länder kann die Lösung anders aussehen, aber kein Land setzt nur auf Atomenergie. Denn sie kann eine Rolle neben den Erneuerbaren einnehmen, aber AKWs sind weder ein Ersatz für die Gaskraftwerke, wegen der geringen Flexibilität, noch ein Ersatz für die Erneuerbaren, wegen der viel höheren Kosten. Und noch etwas kommt dazu. Dunkelflaute hier heißt nicht unbedingt auch Dunkelflaute in Spanien oder Dänemark. Auch ein gut ausgebautes europäisches Netz trägt also zur Energiesicherheit bei. Okay, was heißt das jetzt alles? Wind und vor allem Solar wachsen schneller als jede andere Stromquelle in der Geschichte der Menschheit. Von 0,2% auf über 13% in 22 Jahren. Und die Preise für Batterien sind in 30 Jahren um 97% gefallen. All das zusammen macht die Erneuerbaren zur günstigsten Energiequelle, die gerade jeden Tag auch noch günstiger wird. Ich habe es schon mal in meiner Show gesagt, die Preise für Batterien befinden sich gerade im freien Fall. Dass wir aus der Kernkraft ausgestiegen sind, hatte weder zur Folge, dass wir besonders viel Kernenergie einkaufen mussten, noch dass wir uns mehr auf die Fossilen verlassen mussten. Vor der Dunkelflaute müssen wir in Deutschland aber echt keine Angst haben. Die neuen Gas- bzw. bald Wasserstoffkraftwerke sind zwar auch keine ideale Lösung, aber mit den anderen Maßnahmen können wir die Zeiten reduzieren, in denen wir auf sie angewiesen sind. Dazu gehören ein smarter Stromverbrauch, ein gesamteuropäisches Netz und mehr Batteriespeicher. Und damit steht dann einer grünen, unterbrechungsfreien Stromversorgung tatsächlich nichts mehr im Wege. Wir sollten aufhören, hier in Deutschland so viel zu diskutieren und immer alles in Frage zu stellen und möglichst schnell mehr Windräder, mehr Solaranlagen und vor allem mehr Batteriespeicher bauen. In diesem Sinne, bis dahin, bleibt neugierig. Euer Cedric. Wir sollten aufhören, hier in Deutschland so viel zu Das ist für euch Osten, ne? Nein, Westen, richtig, so. Was ja Spanien auch ist. Ja.